Ich möchte euch jetzt ganz genau sagen, was in Borat Teil 2 los ist. Zum einen habe ich erkannt, dass dieselben Szenen aus 2006, wo er aufbricht aus Kasachstan angeblich, das sind Aufnahmen aus einem Roma-Ghetto in Rumänien. Dieselben Aufnahmen aus dem Dreh von 2006 sind verwendet worden im Film für 2020. 2020 hätte er die Menschen nicht dazu gekriegt, sowas nochmal mit sich machen zu lassen. Also zum einen gibt es die Roma-Ghetto-Aufnahmen von 2006, die sowohl am Anfang als auch am Ende des Films wieder auftauchen. Besonders zu erkennen ist dies daran, dass er wie im ersten Teil in einem Auto sitzt, das ein kleiner Junge angeblich fährt und dann geht der Schwenk rüber und dann hängt ein Pferd vor. Es sind dieselben Aufnahmen wie 2006. Dann kriegt er gleich am Anfang des Films eine Injektion von Zigeunertränen, die gelb sind, um einen Schutzmechanismus zu haben für seine Reise in die USA. Mehrfach höre ich Roma-Musik, ein ganz bekannter Roma-Song, Amari Bori, wird zweimal eingespielt. Ich frage mich, ob er da auch wieder keinerlei Rechte bezahlt hat, wie im ersten Teil von Esma Recepova, wo er verklagt worden ist, weil er ihre Musik benutzt hat, ohne ihre Einwilligung und ohne sie an den Umsatz beteiligen zu wollen. So, ich möchte euch jetzt mal kurz die Szene zeigen aus 2006. Worum es damals ging. Tiere darf nicht alles und die Generation gehört schlichtweg ein niemand gegen die regt sich. Will there be any damage hier? if In this dieser car Szene drive geht's. into a group of gypsy? Will there be any damage to the car? It depends on how hard you hit them and all that. It's hard to say. Doch endlich regt sich Widerstand So, hier in das war Hamburg. 2006 und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das in 2020 aussieht. Ja, das ist Amazon Prime. Zum Glück ist dieser Film wegen der Pandemie wohl auch nicht in Kinos angelaufen, weltweit, sondern nur bei Prime veröffentlicht und dann zum Glück auch nicht bei Netflix, sondern bei dem schwächeren Dienst Prime. Schaut euch das mal kurz an. Ich kann hier auch nicht allzu lange spielen und auch nicht mein Gesicht allzu weit aus dem Bild rausnehmen, sonst gibt es Ärger wegen Copyrights. Aber hört einfach mal kurz zu. Er sieht da beim Campingladen große Propangasflaschen. Beenden Leben von 20 Zigeunern. Würde reichen das? Mit dem größeren. Ah, der größere. Ja. So. Also im zweiten Teil erkundigt er sich in 3 Sätzen mit 2 Nachfragen darum, wie viel Gas er bräuchte, um Zigeuner zu vergasen. Der ganze Film ist wieder so provokant wie der erste, aber bei weitem nicht so durchdacht. Es ist ein Schuss aus der Hüfte meiner Meinung, weil er wieder keine... Gott, er ist Borat geblieben. Er ist 2006 als Borat, der Mann, der einen Mankini trägt, bekannt geworden. Und als derselbe Loser ist er bekannt geblieben für die folgenden 14 Jahre. Und das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Der Idiot bleibt sein Leben lang Borat. Und dieses Mal machen wir keinen Ärger, weil es gab keine irreführende Werbekampagne. Und wer sich diesen Scheiß anguckt, und das habe ich auch schon 2006 gesagt, wer ins Kino geht und sich diesen Scheiß anguckt, der weiß, worauf er sich einlässt und was er sich anguckt und wie er das alles zu bewerten hat, was er da präsentiert kriegt. Also Leute, empfehlen, es ist nicht irgendwas, was man gesehen haben muss. Es ist teilweise lustig gewesen, aber er überzieht auch in anderer Hinsicht. Er freut sich im Laufe des Films, dass es den Holocaust gab. Ja, nachdem er mit einer jüdischen Holocaust-Überlebenden geredet hat. Aber gut, er ist selber Jude. Da kann er machen, was er will. Da muss er seinen Leuten gegenüber Rechenschaft beziehen. Ich frage mich, warum er uns immer wieder einmischt. Es geht darum, dass die Kasachen in seinem Film die unterste Schublade sind. Ja,
Aber wir sind noch eine Schublade drunter, weil die Kasachen noch uns unter sich haben. Und das zeigt eine tief antiziganistische Einstellung, auch von ihm, weil ihm egal ist, ob er auf einer Minderheit rumreitet. Er wird von vielen auch angehimmelt, das hat man gesehen in seiner Reise jetzt da durch die USA, Anfang 2020. Die Leute lieben ihn und dann ist das auch cool. Man überlegt sich, die Leute lieben ja auch Trump zu 1/3 in den Vereinigten Staaten. Und damit verschiebt sich so diese gesamte Wahrnehmung von was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung und wie respektvoll wir miteinander als Gesellschaft umgehen. So, liebe Leute, das war's dann dazu. Ich hätte mir den Film nicht unbedingt angucken wollen, aber aus Interesse und der Thematik halber habe ich mir den Film gestern Abend reingezogen. Und es gibt noch eine Szene, wo er einfach eine Frau als Zigeunerin beschimpft und Angst vor ihr hat, weil die Zigeunerin ist, bitte beiß mich nicht. Ganz primitiv, ganz doof, aber es ist halt Borat und es war keine Werbekampagne. Und damit hat sich das für mich auch gegessen, das Thema. Bis dann, liebe Leute.